Grüne Kraftstoffe mit der Fischer-Tropsch-Synthese. Stellen Sie sich vor, wir könnten eines Tages das klimaschädliche CO2 aus der Atmosphäre filtern und in Treibstoff umwandeln. Sogenannte E-Fuels könnten dann in Flugzeugen oder Schiffen verwendet werden und wären somit klimaneutral. Noch ist dies Zukunftsmusik, aber die Idee ist nicht neu. Bereits 1925 haben die Chemiker Franz Fischer und Hans Tropsch am heutigen Max-Planck-Institut für Kohlenforschung eine Methode entwickelt, bei der aus Kohle eine Art Rohöl hergestellt werden konnte. Sie entwickelten das Fischer-Tropsch-Verfahren. Die Forscher fanden heraus, dass sich Kohlenmonoxid und Wasserstoff mit Hilfe eines Katalysators zu Treibstoff umwandeln lassen. Bis heute kommt diese Technologie in den größten Chemieindustrieanlagen der Welt zum Einsatz, wie hier in Südafrika. Doch mit Blick auf die Energiewende kommt nun eine neue Idee hinzu: klimaschädliches CO2 als Ausgangsstoff zu nutzen. Die Idee ist, das CO2 direkt dort einzufangen, wo es entsteht, in den Emissionen der Industrie, also noch bevor es in die Atmosphäre entweicht. Für diesen Prozess braucht es neben CO2 einen weiteren wichtigen Baustein: Wasserstoff. Man muss diesen aber erst herstellen, und zwar durch Elektrolyse. Dabei wird Wasser durch Strom aufgespalten. Es entsteht Wasserstoff. Anschließend wird der Wasserstoff mit CO2 in CO, also in Kohlenmonoxid, umgewandelt. Zusätzlich entsteht Wasser. Jetzt wird noch mehr Wasserstoff zugemischt. Alles zusammen bildet das Synthesegas. Anschließend kommt der Fischer-Tropsch-Reaktor zum Einsatz. Und das passiert darin. Das Kohlenmonoxidgas reagiert hier mit dem Wasserstoff. Mit Hilfe eines Katalysators, der die chemische Reaktion beschleunigt, werden die Gase umgewandelt und die Atome wieder zusammengesetzt. Und zwar zu längeren Kohlenwasserstoffketten. Doch all diese Prozesse benötigen viel Energie. Sehr viel Energie. Sie sind nur bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck möglich. Aber es gibt eine Lösung: Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Sonnenenergie. Nur so bleibt der gesamte Prozess CO2-neutral. Bei der Fischer-Tropsch-Synthese entstehen keine Endprodukte, sondern die langen Kohlenwasserstoffketten bilden eine Art synthetisches Rohöl. Daraus kann ein umweltfreundlicher Treibstoff hergestellt werden, der unsere Flugzeuge und Containerschiffe antreibt. Mehr noch: Das synthetische Rohöl kann auch als Ausgangsstoff für die chemische Industrie dienen. Für die Herstellung von Arzneimitteln, Kunststoffen, Pflanzenschutzmitteln und vielem mehr. Die Fischer-Tropsch-Synthese ist also aktueller denn je. In der Verkehrswende könnte dieses Verfahren dafür sorgen, dass in Zukunft Flugzeuge und Schiffe nachhaltiger unterwegs sind, weil kein zusätzliches CO2 entsteht. Die Fischer-Tropsch-Synthese nutzt in Zukunft CO2 in einer Art Kreislaufwirtschaft und ist somit ein Schritt in eine klimaneutrale Welt.